zeige ich euch, wie man eine Flasche richtig öffnen tut. Das Problem ist, die meisten nehmen dafür immer ein und dieselbe Hand, egal ob zu oder aufgeschraubt. Nun, zum Aufschrauben verwendet man am besten die linke Hand, denn wie man weiß, ist der Daumen der stärkste Finger, also ungefähr doppelt so stark wie der Mittelfinger. Denn wenn dann die Schraubwirkung zum Öffnen in dieser Richtung liegt, können wir hier mit maximaler Kraft ansetzen. Darum geht es mit der rechten Hand einfach nicht so gut. Denn egal wie wir die Hände halten, wir bekommen maximal nur einen Finger an den Schraubverschluss angelegt. Das wäre meistens sogar nur der kleine oder der Ringfinger. Oder je nach Haltung wäre das aber auch nicht sehr effektiv. Darum zum Öffnen linke Hand, linker Daumen und so geöffnet. Nun trinken wir. Und um es besonders fest zuzuschrauben, nicht die linke, diesmal die rechte Hand. Da können wir jetzt zum Zuschrauben unsere Kraft in die richtige Richtung einsetzen. Was wir mit der linken nicht so fest geschraubt bekommen hätten. Kann ich probieren, wie fest ich's. Okay. Nun mit rechts zugedreht. Ja, ich denke. Moment, das macht gar keinen großen Unterschied. Aber aufgeregt ist so nicht. Wieso geht es? Ach so, genau. Nur jetzt ist mir gerade etwas aufgefallen. Ich weiß jetzt, warum man beim Zuschrauben ebenfalls die linke Hand verwenden kann. Da man zuschraubt, kann man zusätzlich noch nach unten drücken und so die Auflagefläche auf den Schraubverschluss erhöhen und somit mehr Reibung erzeugen. Dadurch kann man ebenfalls mit der linken Hand richtig fest zudrehen und bekommt das fast nicht mehr auf. Also probiert es bei euch zu Hause auf, wenn das Gewinde bei euch auch in dieselbe Richtung verläuft wie bei meinem. Gegen den Uhrzeigersinn ist aufgeschraubt, im Uhrzeigersinn ist zugeschraubt. Wenn das bei euch auch so ist, dann funktioniert das mit der linken Hand. Ist das Gewinde bei euch andersrum? Also im Uhrzeigersinn aufgeschraubt und gegen den Uhrzeigersinn zugeschraubt, dann ist es das gegenteilige Gewinde. Wow, hätte nicht gedacht, dass ich was dazu lerne. Das war's dann, bis zum nächsten Mal.